Als ein 12 Meter langer Buckelwal in der Nähe von Mallorca gesichtet wurde, erregte er große Aufmerksamkeit. Der arme Wal hatte sich in einem Treibnetz verfangen und war nicht in der Lage, sich zu befreien. Ein vorbeifahrendes Boot wurde auf das Tier aufmerksam und setzte Taucher des Aquariums von Palma de Mallorca ein, um es zu befreien. Der Versuch des Meeresrettungszentrums war jedoch nicht erfolgreich. Zu ihrer Bestürzung mussten sie außerdem feststellen, dass der Wal bereits sehr erschöpft war. Und die Retter mussten schnell handeln, da er in großer Gefahr schwebte. Wenn dieses Meeresrettungszentrum den Wal nicht retten konnte, gibt es dann irgendjemanden, der es kann? Die Menschen auf dem Boot hatten keine Zeit zu überlegen. Die Insassen des Bootes meldeten sich auf Mallorca, der nächstgelegenen spanischen Baleareninsel, um die aussichtslose Situation zu schildern und um Hilfe zu bitten. Glücklicherweise reagierten 2 Tauchzentren sofort auf den Notruf. Taucher von Squalo und Albatros Diving trafen schnell auf das Boot, das etwa 5 Kilometer vor der Küste lag. Nachdem das Team die Situation eingeschätzt hatte, entschied es 4 erfahrene Taucher mit Handmessern zu schicken, um das Netz von Hand von dem Wal zu trennen. Es handelte sich dabei nicht um irgendein Fischernetz. Der Wal hatte sich in einem illegalen Treibnetz verheddert. Treibnetze wurden bereits vor Jahrzehnten von den Vereinten Nationen verboten, weil sie nachweislich dem Meer und seinen Bewohnern erheblichen Schaden zufügen. Diese riesigen Netze sind so konstruiert, dass sie eine Vielzahl von Fischen und Wasserlebewesen einsammeln und nicht auf ein bestimmtes Tier abzielen. Leider verwenden einige Fischer immer noch diese illegalen Netze. Immer wieder geraten unschuldige Meerestiere in die Netze und können sich nicht mehr loslösen. Meist bedeutet dies für die armen Wesen den sicheren Tod. In diesem Fall war das gefährliche rote Netz fast um den ganzen Körper des Wals gewickelt. Das schränkte die Bewegungsfreiheit des Tieres ein und machte es ihm schwer, richtig zu schwimmen. Und zu allem Überfluss hatte das Netz auch noch das Maul des Wals eingewickelt. Der Wal befand sich in einer äußerst ungünstigen Situation und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide. Die 4 Taucher verschwendeten keine Zeit, sprangen sofort ins Wasser und machten sich an die Arbeit. Vorsichtig näherten sie sich dem Koloss und versuchten, ihn dabei nicht zu verschrecken. Die Taucher wussten, dass sie schnell und effizient, aber gleichzeitig vorsichtig arbeiten mussten, um den Wal nicht noch mehr zu verletzen, als er ohnehin schon war. Es war eine unvorhersehbare Situation, denn schließlich handelte es sich um ein wildes Tier. Der Ausgang dieser Rettungsaktion war ungewiss. Dennoch waren die engagierten Experten entschlossen, alles zu tun, um das Tier von seinem Leiden zu befreien. Gigi Torres, eine 32-jährige Meeresbiologin, war eine dieser unglaublichen Taucher. Als Eigentümerin und Betreiberin des Albatros Diving Clubs in Spanien hatte sie schon vieles gesehen. Aber diese Begegnung war etwas ganz Besonderes und Einzigartiges. Es kommt schließlich nicht jeden Tag vor, dass man mit einem riesigen Buckelwal interagiert. Der Anfang war angespannt, als die Taucher ins Wasser sprangen und auf den gefesselten und verzweifelten Wal zuschwammen. Nach Gigis Einschätzung der Körpersprache zeigte der Wal eine gewisse Scheu und Nervosität, als er die Taucher näher kommen sah. Sie sagte, dass vor allem die Blasen, die durch das Schwimmen der Taucher aufgewirbelt wurden, den Wal nervös zu machen schienen. Aber die Taucher blieben ruhig und besonnen und zeigten damit, dass sie dem armen Tier helfen und es hoffentlich beruhigen wollten. Die Taucher begannen am Kopf des Wals und schnitten das Netz vorsichtig auf, um sein Maul zu befreien. Dann arbeiteten sie sich an seinem Körper entlang. Die Rettungsaktion war sehr gut koordiniert, auch wenn die Taucher berichteten, dass sie kaum einen gemeinsamen Aktionsplan besprechen mussten. Es war, als wüssten sie alle, welche Rolle sie zu spielen hatten und wie sie den Buckelwal am besten retten konnten. Die Taucher umkreisten den Wal, um das Netz von allen Seiten durchzuschneiden und zu vermeiden, dass es sich verheddert oder den ohnehin schon verletzten Wal unnötig belastet. Sie mussten vorsichtig mit ihren Messern umgehen, um dem Wal nicht noch mehr Schmerzen oder Leid zuzufügen. Stell dir die nervenaufreibende Szene vor oder noch besser, sieh dir die Aufnahmen von den Tauchern an, die so klein neben diesem riesigen Wal aussehen. Und jetzt wird es richtig spannend. Die Experten haben den ersten Teil ihrer gewaltigen Aufgabe erledigt. Das Maul des Wals war frei. Das musste eine große Erleichterung für den Buckelwal gewesen sein. Was dann jedoch geschah, war absolut unglaublich. Gigi sagte, dass der Wal wusste, dass ihm geholfen wurde, und deshalb verhielt er sich die ganze Zeit sehr ruhig. Er hätte die Arbeit der Taucher auch erschweren können, indem er aus Angst um sich schlug. Doch überraschenderweise tat er genau das Gegenteil. Der Wal begann tatsächlich mit den Tauchern zusammenzuarbeiten. Der Buckelwal entspannte sich und blieb ruhig, sodass die Taucher noch schneller arbeiten konnten. Die Taucher verstanden die Körpersprache des Tieres und schnitten fleißig das Netz ab, ohne das Fleisch des Wals zu berühren. In weniger als einer Stunde, nur 45 Minuten, war das Netz, das den gesamten Körper des Wals bedeckt hatte, verschwunden. Sie arbeiteten vom Kopf bis zum Schwanz, sodass der Wal am Ende des Prozesses einfach aus dem Netz herausschwimmen konnte.
Laut Gigi gab der Wal am Ende ein kleines Wackeln von sich, um die Überreste des Netzes an seinem Schwanz abzuwerfen. Endlich war er wieder frei. Er konnte sich wieder bewegen und ohne Einschränkung schwimmen. Aber was als nächstes passiert, wird dein Herz berühren. Sie erwarteten, dass er einfach wegschwimmen würde, wie es die meisten anderen Tiere getan hätten. Aber dieser Wal hatte sich mit den Tauchern angefreundet. Zur Überraschung aller schwamm der Wal nicht sofort weg, nachdem er freigelassen worden war. Stattdessen blieb er noch eine kurze Zeit bei den Tauchern. Die Taucher blieben noch immer im Wasser, um zu beobachten, ob es dem Wal gut geht. Mit dem Buckelwal zu schwimmen war einfach unglaublich, sagte Gigi. Als das Team nach einiger Zeit wieder zurück auf die Boote ging, tat der Wal erneut etwas Unerwartetes. Er streckte seine Schwanzflosse aus dem Wasser in die Höhe und schien sich ein letztes Mal bei seinen Rettern zu bedanken. Die Taucher waren sich einig, dass es sich um eine absichtliche Geste handelte. Der Wal gab ein Dankezeichen, bevor er davonschwamm. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Mann hilft einem sterbenden Eisbär. Was dann geschah, wirst du nicht glauben. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.